Der Niesmann Bischof 920 EK. Ja, sie unterscheiden sich nur unwesentlich, 9,20 Meter Länge, aber doch deutlich, je nachdem, was man sieht. Wir sind bei der Freistaat in Sulzemoos und zeigen Ihnen heute mal die Fahrzeuge von Niesmann und Bischof. Und ja, 9,20 Meter ist schon eine ordentliche Länge. Er geht nach hinten ein bisschen raus und die Länge kommt ihm natürlich auch komplett zugute. Das heißt Stauraum pur, auch innen, und die Raumaufteilung diesmal noch mal ein bisschen anders. Also wenn man herkommt, muss man sich die Grundrisse wirklich mal anschauen. Wieder mal auf Iveco Daily, heißt ein kleineres Nutzfahrzeug, etwas über dem Fiat Ducato und mit bis zu 7,49 Tonnen Nutzlast. Grüß dich, Marlene. Hallo Sven. Ja, wir müssen schon mal genau dreimal hingucken, weil einer sieht aus wie der andere und wir wussten gar nicht, haben wir den jetzt gefilmt, den jetzt gefilmt, den jetzt gefilmt. Genau, und dann hat man so ein, zwei Details tatsächlich feststellen können. Was anders ist. Was anders ist, den hatten wir dann doch nicht. Ja, aber alle sind, ich sag mal, wenn ich mich jetzt entscheide und habe die Qual der Wahl, ist es ganz gut, wenn man sich die auch mal angucken kann, weil nur auf dem Papier ist manchmal zu wenig. Das heißt... Ja, manchmal kann man sich das einfach nicht vorstellen. Wie sieht es denn jetzt einfach live aus? Und da versuchen wir das Ganze natürlich so gut wie möglich für Sie mal zu dokumentieren. Was können die Autos, wie sind die innen, wie sind die außen? Das hier sind ja schon Fahrzeuge in der Klasse, knapp 300.000 Euro. Also eine Anschaffung, die, ich sag mal, man sich auch gut überlegen muss und wo man auch den einen oder anderen Groschen für braucht. Aber viele, sag mal, haben hart gearbeitet, sagen jetzt im Leben, okay, ich will ein bisschen reisen. Genau, die meisten geben auch tatsächlich ihre Wohnung oder das Haus auf und investieren dann in so ein Fahrzeug, und das soll natürlich dann auch, damit möchte man auch länger zufrieden sein, und dann sollte man sich das auch gut überlegen, welche Ausführungen etc. Und ja, das ist eine Investition, die man tut, weil man es sich auch etwas Gutes tun möchte. So, die haben schon langsam Sturm sicher das Ganze gemacht, denn die Herbststürme kommen in Kürze. Deswegen ist der eine Fahnenmast, wurde schon mal hingelegt. Heute Nacht hat es schon mal gestürmt. Also nicht wundern, wie sieht es denn hier aus? Alle Fahrzeuge sind übrigens angeschlossen. Das bedeutet, sie sind aufgeladen, sie sind funktionsbereit und viele sind auch verschlossen. Das heißt also, das Begehen ist dann mit Personal möglich. Aber wie es genau funktioniert, das kann man dann hier erfahren in Sulzemoos bei München. Ja, so sieht das Heck aus. Das ist schon groß, stell ich mir da vor. Größenvergleich 1,72. Die kleine Marlene vor dem großen Fahrzeugheck. Und dahinter, da verbirgt sich dann stets der Schlafbereich, der denn da ist. Wie schläft man dann in einem Wohnmobil grundsätzlich? Geht das oder wackelt das? Oder? Das ist sehr angenehm. Also wenn man natürlich die richtige Matratze drin hat mit dem Froli. Oder auch nicht. Oder auch nicht, ja. Aber ja, das sollte man, glaube ich, nicht sparen. An einem Bett definitiv nicht. Weil, ja, also wenn du wirklich länger damit unterwegs bist, dann sollte sich das auch wie zu Hause anfühlen. So sieht's aus, ja. Das sind die Heckleuchten, Automotiv. Clueline steht drauf. Und die Details, wenn wir Ihnen auch gleich nochmal zeigen, die sind angeschrieben. Ja, das Ganze mit einer Heckklappe, die nach oben öffnet. Einer zentralen Verriegelung, die von innen geöffnet werden kann, bis auf die Gasklappe ist alles zentral verriegelt. Da übrigens ist auch der Wasserablauf, der ist außen, läuft also auch nichts nach innen, wenn es irgendwie läuft. Hier ist dann nochmal eine Stauraumklimaanlage drin und der obligatorische große Kleiderschrank. Genau, für den Innenbereich Skisachen oder für die Motorsportler ihre Sachen aufzuhängen. Dann nochmal Staufächer. Hier kann ich dann auch Sachen reinlegen, Wintersachen oder Skischuhe, die kann ich hier unten reinstellen. Hier habe ich dann nochmal einen großen Bereich mit drin. Müssen dann nicht immer nur die Fahrräder drin oder rein. Und hier habe ich einen Stauraum, der unglaublich groß ist. Also wenn du mal kurz dich nur mal hinsetzt, dass man da die Größenvergleich mal sieht. Das ist die Marlene, das ist die Höhe. Ist schon groß. Oder? Ja, definitiv. Hier passt was rein. So. Da vorne sieht man die Airline-Schienen, die mit drin sind. Da ist die Außendusche, gucken wir uns gleich mal auf der anderen Seite an. Da ist die Technik, da ist die Regeltechnik. Haben wir uns in einem Fahrzeug mal geöffnet, dass man das mal sieht. Hauptschalter ist noch nicht an, deswegen geht es hinten noch nicht. Und hier hat man die Verzurösen da mit drin. Gut, gehen wir auf die andere Seite.
Sesam, öffne dich. Du hast schon geübt. Ja. Du darfst mal die Elektrotechnik entfernen. Ach ja. Ach ja. Okay. Vor allem hier sind sie. Ja, das ging doch jetzt schnell, muss ich sagen. So, dann geht mal kurz in die Garage rein. Die uns beide Klappen in gleicher Größe haben, deswegen leicht zu öffnen. Und damit hast du die Grundprüfung zum Elektrikergehilfen bestanden. Natürlich alles, was Hochvolt ist, ist nochmal geschützt. Da ist der Inverter von Victron Energy, 230 Volt Sicherungen. Hier unten sind die 12 Volt Verteiler drin. Solarregler. Nochmal ein paar Sicherungen und natürlich diverse Hauptsicherungen, die sich wahrscheinlich hier drunter befinden. Das ist wahrscheinlich der Messschand, der drin ist, mit dem die Stromannahme gemessen werden kann. Ja, Victron, tolles Produkt, man hört wirklich nur Gutes drüber. Innen drin, im ganzen Innenraum ist dann die warme Wasserheizung verbaut und hier sieht man also, wie schön das hier in dem Multiplex-Holz eingearbeitet ist. Bisschen fürs Leben. Ja, mach mal zu nochmal. Gucken, wie sich die Marlene anstellt. Ist das schön. Ich kann hier mit dem Mikro und der Kamera in der Hand dann dirigieren. Mach mal schneller. Na, triffst du es? Es hat sich irgendwo ein bisschen verhakt. Da oben, du musst erstmal ein Loch treffen. Ja. Ist immer schön leicht gesagt, oder wenn man so daneben steht. Was, stell's einfach mal ab. Vor allem jetzt komme ich ins Lachen. Und dann schaffst du es gar nicht. Jetzt! Jetzt hast du es geschafft. Ja, warte, jetzt okay, einmal andrücken. Das sieht gut aus. Jetzt ist so und dann wird es einfach zugeklickt. Du musst noch mal aufpassen, das ist hier ein bisschen raus. Nochmal kurz andrücken und reindrücken. Ja, warte. So. Jetzt ist drin. Hält. Du bist studierte Medienwissenschaftlerin und keine Elektrotechnik. Nein, das nicht. Gut, hier ist Außendusche. Und hier ist der Wählhebel für warm und kalt. Komm, wir gehen mal raus, zeigen noch mehr Klappen. Gas, Außenanschluss, bei jedem vorhanden. Es wurde überall mitbestellt. Am besten machst du die mal zu, die Klappe. Warte. Muss ich doch auf die andere Seite? Und die auf der anderen Seite auch. Hinter uns. Plopp. Und auf der anderen Seite auch mal. Mal sehen, wie der Kraftaufwand für eine Frau ist mit 1,72 Meter und 62 Kilo. Naja, gestern waren es noch 65. Und 65 Kilo. So, Gasaußenanschluss. Kurz und knapp. Für alle, die nicht wissen, was das ist, da kann man einen Gasgrill anschließen, braucht keine Gasflasche. Da ist ein kleiner Stauraum, das kennen wir schon. Das kenne ich hier schon fast auswendig, ein bisschen kürzer. Und hier ist der Batteriehauptschalter für die Aufbaubatterie. Der ist da, damit kann man die dann komplett trennen. Und ja, Stauraum. Alles zentral verriegelt. Da ist dann der Doppelboden. Das ist schon auf? Schon auf, Ja. Das müsste der Doppelboden sein. Und auf der rechten Seite sind die Gasflaschen. Der Doppelboden ist dann hier. Und der kann komplett auch befüllt werden von allen Seiten und geht komplett hier drunter. Also hier habe ich richtig Platz. Und habe auch von oben nochmal eine Revisionsklappe, dass ich da dran komme. Alles Alu und hier natürlich auch aus Stahl, da wo die Sitze jeweils dran sind. Denn auf der rechten Seite kann ich nämlich auf der Beifahrerseite einen Sitz umbauen, der versteckt ist. Das kann ich dir gleich mal zeigen, Marlene. Und da sind die Gasflaschen drin. Hier ist übrigens auch das Zubehör drin. Das Gasfach ist normalerweise nicht geöffnet. Das können wir auch gleich mal zuschließen. Das ist nicht von der Zentralverriegelung betroffen. Dual Control mit drin. Auch hier wieder mal ein Gastank mit drin. Und einmal abschließen. Das ist die Front nochmal. Und das sind die Daten nochmal
Für alle Freunde des 4K Standbildes, der Niesmann Bischof Flair 920 EK auf Iveco Daily. Wie hier steht 272.150 Euro. Und da ist das 9 Zoll Navi mit drin. Und das sind die Daten, was alles verbaut ist. So, andere Seite, noch mehr Klappen. Gibt nämlich direkt immer wieder Haue, wenn wir eine Klappe vergessen. Hat er das extra gemacht? Diesel Stutzen, Fahrzeugbatterie. Dann dürfte hier wieder der Wärmetauscher sein. Ja, da ist er. Ich kann schon hier anfangen. Der tauscht dann die Motorwärme über die Warmwasserheizung. Das Ganze hat einen Doppelboden. Ich zeige mal gerade den Doppelboden noch von der Seite. Da sieht ihr, ist komplett durchgehend, also riesig. Höhe circa ein DIN A4-Blatt hoch. Hier ist dann die Fäkaltankentleerung. Das ist die Spülung der Tanksonde. Und hier sieht man Druckwasserpumpe. Und da ist die Notentriegelung für die Garagenklappe, der kleine Schlüssel. Die Wasserpumpe, Druckwasserpumpe. So, und da ist die Befüllung für das Frischwasser. Gastank hier drunter. Bei allen, die wir bis jetzt gesehen haben, die hatten einen Gastank, bis auf der kleine Eismove. Ja. Sehr praktisch, kann man hier befüllen an der Tankstelle. Eigentlich bitte darauf achten, wie viel Propan im Winter drin ist, sonst kriegt man nicht mehr alles raus aus dem Tank. Man muss warten bis im Frühjahr. Und hier sind die zugänglichen Wassertanks. Gesichert mit Bänder von Wirth. Bitte? Gibt es da nicht ein Mischverhältnis, dass man vielleicht, wie war das nochmal? Also man kann fragen bei der Tankstelle, ob der Propananteil bei 100% liegt. Das gibt's. Ja, und es gibt Tankstellen, die haben 100% und da hast du kein Problem. Im Winter dann Im Winter. kein Problem. Wenn es kalt ist. Das, was ich wissen wollte. Was man nicht machen sollte, ist den Gastank erwärmen. Jein. So eine Heizmatte drunter. Das sollte man vielleicht meiden. So zumindest werde ich das nicht empfehlen. So, gehen wir mal rein. Die alte Warmwasserheizung. Und da ist der Wagen. So sieht er dann von innen aus. Der 920 EK. Ja, es geht ein bisschen hoch hier. Die Aufbautür im Holzdesign. Wir haben hier ein helles Holz, was direkt auffällt. Auch die Küchenanordnung hier ist ganz anders. Frage ich mich mal, warum hier diese Einbuchtung ist. Du weißt es? Welche? Da, das Loch da. Was ist denn im Gegenüber? Gar nichts. Gar nichts? Ja, warum ist die dann denn da? Keine Ahnung. Liebe Niesmann und Bischof-Leute, wozu ist dieses Loch da? Schreibt mir mal einen Kommentar. Vielleicht hat es ja irgendeinen Sinn. Da ist die Verriegelung. Das gleiche auf der anderen Seite. Also eine Zweipunktverriegelung, die sich auch sogar automatisch zuzieht. Da oben ist dann nochmal ein Haken für Sachen zum Aufhängen. Das Fliegenschutzgitter, oben der Gasdruckdämpfer und ja, wir drehen ja heute beim Freistart. Haben wir übrigens auch kein Geld bekommen für den ganzen Dreh. Keine Zuwendungen. Sogar den Strom haben wir extra bezahlt. Da ist das Leveling-System von EP Hubstützen. Das ist die Zentralverriegelung auf der rechten Seite. Dieses kleine silberne Teil rauf runter. Und hier hast du dann wieder mal diesen mega großen Fernseher, den wir gleich mal zeigen werden. Schuhfach. Ja. Richtig schön groß. Von außen. Und jetzt kommt eine Besonderheit. Man hat also hier so ein Sideboard an der Seite. Das zeige ich mir gerade direkt im Eingangsbereich. Und Simsalabim. Man kann es aufmachen mit einem riesen Staufach.
was auch sehr gut von oben bedienbar ist. Genau, du kannst auch vielleicht unten, ist ja nochmal USB integriert, unten Anschlüsse auch für Elektro, vielleicht auch die Anlage, wenn man das noch möchte, weiß ich nicht. Oder Spiele, Handy aufladen. Cool ist, du kommst dran, wenn du mal gerade dich mal hinsetzt auf die Bank und jetzt mal zumachst. Man kommt also so einfach dran und kannst also hier die Schwarzwälder Kirchtorte dann rausheben. Ja genau, das meinte ich ja. Vielleicht hat man dann ja auch hier seinen Arbeitsbereich, Laptop, dass man dann hier raushebt und sich dann schön an den Tisch begeben kann und arbeiten kann. Den man übrigens auch drehen kann, das haben wir schon gelernt. Und auch rausziehen kann, sodass du also jetzt auch quer sitzen könntest, den komplett wegschieben kannst, den Tisch. Dadurch entsteht ein sehr großer Durchgang. Das ist krass, wie weit du den wegschieben kannst, damit sich der Raum hier komplett öffnet. Ja. Komplett aus dem Raum, aus den Füßen. So, auch hier wieder grauer Schieferboden, so Schieferoptik. Ja. Oder Betonoptik fast mehr. Ja, es ist eine Betonoptik. Da habe ich den Übergang zum Fahrerhaus. Alles ist eben. Dann die Sitze hier drunter. Gucken, ob man das öffnen kann. Ja. Mit dem Kissenset. Ja, geht. Und da ist der Sitz drunter, siehst du? Ja. Das ist also ein Sitz, den man zur Fahrerrichtung dann drehen kann und wo sich dann einer anschnallen kann. Also quasi eine Art vollwertiger Sitz, wenn ich den aber nicht brauche, eine tolle Sitzgruppe habe, die gegenüber liegt. Der Sitz wird dann einfach rausgeklappt für die Fahrt. So, dann habe ich hier nochmal einen Anschnallgurt, der ist hier, da sieht man ihn drin. Und habe also hier einen Sitzplatz und auf der anderen Seite, ich denke, damit lässt sich dann auch gut verreisen. Setze ich mal da hinten in die Ecke. So, das ist dann der offene Raum, der hier entsteht. Und die Marlene hat mal gerade ganz virtuos den Tisch mal gedreht. Mach das nochmal. Das war ja ungefähr, glaube ich, so gestanden. Das macht Spaß, oder? Ja, also der Tisch ist echt praktisch. Da hat einer mal mitgedacht, wie oft quetscht man sich, ich muss mal rüber, und so kannst du wirklich einfach mal beiseite schieben, egal was draufsteht. Nach links, nach rechts, nach vorne, zurück. Sag mal, meinst du, wir kriegen das einmal hin, dass wir den auseinanderziehen? Auseinanderziehen können. Ich schau mal, ob ich das schaffe. Das, ich habe nämlich das Gefühl, ich habe nicht viel auf der Uhr. auf der Uhr. Auf der Uhr. Ja, es fängt jetzt schon an. Gut, sie kommt ja aus Unterfranken, ja, aus Oberfranken. Nee, warte mal, andersrum, ne? Der war schon geöffnet. Der war schon auf. Ich guck nochmal. Nee, ich glaube, du musst irgendeine Fehler nochmal. Ich guck mal gerade hier drunter. So sieht das übrigens aus. Kniefreundlich. Ich würde dir so gerne helfen, ich habe beide Hände voll. Weil Das übrigens der. den einen Teilhebel habe ich ja schon. Du, wir kriegen das jetzt hin. Ich habe noch 6 Stunden auf dem Chip. Also. Die Frage ist nur, das geht. Ja. So, jetzt mal richtig ziehen. Zieh! Ah. Naja, passiert einfach nicht. Doch, doch, du musst auf beiden Seiten ziehen. Warte mal, ich helfe dir mal. Kann man das nicht einfach Nee, nicht anheben, nicht anheben. Hier einfach ziehen. Zieh mal du auf deiner Seite. Warte, jetzt machen wir nochmal zu. Na super. Also ich, Nein. manuell tut man das nicht mehr. Nee, manuell nicht. Man muss jetzt einfach mal. Mach nochmal zu. So, und jetzt mit ein bisschen Schmackes. Ich glaube, wir brauchen von diesmal ein bisschen eine Schulung. Ist wahrscheinlich total simpel. Hat sich eben ein bisschen angehoben, hast du gemerkt? Ja, aber da war ich auch ein bisschen dran, glaube ich. Da warst du ein bisschen dran. Mach nochmal zu. Jetzt ist er zu. So, jetzt. Zieh mal. Nee, da passiert nichts. Das sind doch... Meinst du echt, die kommen da so hoch? Ah nee, warte mal. Ja, Nochmal. Feder. Ach, so easy. Aber das könnten Leute, die es noch nicht gesehen haben, mach nochmal rauf und runter. So, ja, und jetzt? Ja, jetzt auseinanderziehen. Ja. Ziehen wir auseinander. So, jetzt runterdrücken. Und zusammendrücken. Ja, ist unten, ja. Ah, super. Boah, ist das easy. Ja, ich will es noch Liebe machen. Leute von Nissan und Bischof, wir waren einfach zu blöd. Tja, Technik, die wirklich begeistert. Das ist echt easy.
jetzt mal ganz im Ernst. Hier, guck mal. So, wenn du ihn jetzt drehst, Muss ich aber natürlich verschließen, warte. Ja, damit wird nicht wieder, oder? nee, das ist so, wenn der hat innen drin Magnete, hält damit. Und jetzt drehen mal und dann kannst du nämlich schön, kann ich das mal zeigen, kann man sich gegenüber sitzen und beide können essen. Und und der eine könnte da zum Beispiel in der Ecke sitzen, der andere könnte hier sitzen, der hat ja noch genug Platz, sitzt direkt am Tisch dran. Oder so. So sitzen, ja. Dann könnten da tatsächlich 1, 2, 3 und hier noch ein 4. sitzen. So. In der Ecke das dann benutzen möchte, ja. Klapp nochmal ein. Boah, der Tischprofi Marlene. Ja, jetzt, ne? Jetzt. Und dann wird er fixiert und ist dann bombenfest. Beweg mal. Jetzt geht nichts mehr. Bis auf die Magnete. Jetzt. Gut. So, das ist das Polster übrigens drunter. Setz dich mal auf den Fahrersitz. Die guten Isri-Sitze. Genau, mal ganz wegdrehen. Ich glaube, du kannst ihn drehen, ne? Ah, so super. Guck mal. Jetzt hast du richtig Abstand. Genau. So, also. Einmal drehen, bitte. Ja, ist schon frei. Lässt sich auch gut drehen. Lenkrad ist jetzt nicht abnehmbar, geht trotzdem. Der LKW-Fahrer Marlene. Ja. C1 Führerschein oder C1E vielleicht. im dritten Leben. Das ist das Original Iveco Cockpit. Hier haben wir schon gelernt, da sind die Bedienelemente für die Jalousien. Ja. Mal runter. Elektrisch natürlich. Muss aber gedrückt lassen, ne? Oder gibt es da... Nee, muss gedrückt lassen. Sicherheitsgründen. So, nochmal hoch. Ah, okay. Und das gleiche dann nochmal Privacy-Funktionen zum Hochziehen. Das sind übrigens, da vorne ist die Kamera drin für die Assistenzsysteme. Und da ist dann, und tschüss. Da kann ich hier noch rausgucken, aber keiner kann mehr reingucken. Mach nochmal runter. Da ist das Verdunklungssystem von der Seite, guck mal. Ja. Auch sehr simpel zugemacht. Hält magnetisch. Ja. Hält auch wirklich. So, mach nochmal auf. Und hier oben drüber ist übrigens das Hubbett. Denn das Fahrzeug hier hat ein Hubbett, ein großes. Und ja, Lenkrad fühlt sich an wie im Auto so ein bisschen. Man sitzt ein bisschen anders, oder? Als im Audi Q2. Ja, wesentlich höher, ne, natürlich. Wie bei dem Dingen. Da kannst du den anderen ins Auto dann schauen. Multifunktionslenkrad. Man sitzt leicht erhöht, aber nicht ganz so hoch wie bei Morelo. Vielleicht ein bisschen einen Ticken runter. Integrierte Ablage nochmal, finde ich auch nicht schlecht für die Brille, Geldbeutel, Schlüssel oder die Karte dann, wenn man... Da ist die Steuerung für die Luftfederung. Zieh die mal raus. So, heben, senken, Hinterachse. Das ist interessant, dieser kleine Button in der Mitte, da rechts neben dem Schraubenschlüssel, ist das wahrscheinlich das Auto zusammendrücken in der Mitte. War Spaß. So, hier elektrische Parkbremse mit drin, ZF-Automatik, das gute alte CNEC, schalt's mal an. Was denn? Ein ZN956 Radio, links oben auf dem Display ist die Anschalttaste. Du meinst, ich soll einschalten. Genau, ein bisschen mehr länger festhalten. Länger? Da kommt es. Und gleich mal schnell ausmachen. Da Minus. Denn DAB ist ja schließlich heute Standard. In fast allen Reisemobilen, den größeren, haben diese großen Displays auch DAB. Klimaautomatik ist drin. Hier auf der Seite habe ich dann auch nochmal Ablagefächer. Und das ist die Integration übrigens vom Cockpit, vom Iveco Cockpit zum Bedienpeil. Ja, prima. So, dann bauen wir mal um zum Hubbett. Ich sehe schon, du wirst Profi. Ich habe es befürchtet, dass du Nach dem Hubbett-Führerschein, den du gemacht hast, denn erst die Sitze umlegen. Oh je. Das heißt aber nicht, dass ich das daheim auch machen werde. Dass du es zu Hause machen wirst. Ja, ist aber nicht so schwer. Wir haben hier so ein manuelles Hubbett, das sich laut Aussage von Marlene mit einem Finger bedienen lässt. Ah ne, das war das von dem Ice Move. Ja, aber hier, probier mal. Ich bin gespannt, wie das hier sein wird. Entriegeln, ne? Mhm. Nach oben, nach unten? Ja, zu dir festziehen. Ein klein wenig, genau.
Okay. Runterziehen und plopp. Ja, ist jetzt kalt hier drin. So, Brauchst du schon ein bisschen mehr. es ist draußen. Jetzt ist aber kalt hier drin, ne? Gasdruckfedern kalt. Ja, das muss man natürlich dazu sagen. So, hier hast du dann ein Riesenbett, schätzungsweise Meter, fast 1,80 Meter, oder? Meter 60 mindestens. Die Tiefe, ja. Fensterchen Wahrscheinlich. drüber, Leselampen in der Ecke. Die sind da, zumindest mal eine. Und hier ist auf jeden Fall die Vorrichtung für den. Da sind noch Teller drin, Rausfallschutz. Genau, hier ist nochmal der Ausfallschutz, den man hier oben montieren kann. Okay. Festmachen kann. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie du dich anstellst beim Hochdrücken. Fitnessstudio. Geht aber. Yes. Klack, klack. Geht. Drin ist es. Gut, da waren ja jetzt noch keine Bettauflagen drauf. Na, das kommt noch dazu, stimmt. Aber ich denke auch, wie du gesagt hast, wenn es dann wieder ab und zu mal bewegt wurde und im Wärmeren steht, dann geht es einfacher mit der Zeit, ja. So, du wärst ja nicht die Marlene, wenn du nicht schon das Heraustrennen des Fernsehers geübt hättest. Denn, Das willst du jetzt auch nochmal sehen. zeig mal, da gibt es nämlich hier eine Magnetseite. Klack, klack, da oben sind die Magnete. Da ist der Fernseher, jetzt hast du es schon dreimal gemacht. Spätestens jetzt weißt du, hochdrücken, ganz rausziehen. So, ganz nach vorne. Kinderleicht. Und das ist ein, also ich kann nur schätzen, 42 Zoll Alphatronics. Stopp, ist doch nicht ganz rum. Nee, etwas weiter zu dir ziehen. Ganz weit zu dir ziehen. Irgendwie hängt es hier fest tatsächlich. Warte mal. Der ist auch in der, genau, nimm mal kurz hier. Da mal gerade. Er kommt. Da ist er. Sehr knapp. Ja, knapp, aber geht. So, 42 Zoll, da steht sie uns daneben. Ein unvorstellbar großer Fernseher für ein Wohnmobil, der hochkant platziert wird. Genau, fahr ihn nochmal ein. Vorsicht beim Anecken. So, ja, sehr schön. Also, Geht gerade so rein, gell? Ja, wahrscheinlich kann auch sein, dass er noch ein bisschen weiter rauskommt dann. ja, also ich glaube, der war noch nicht ganz Draußen. draußen irgendwo. Ah, ich weiß, was war, Marlene. Ja, Genau, ziehen, wenn du kurz nochmal aufmachst. ja, Genau, zieh mal komplett zu dir. ja. Und zieh mal so weit zu dir, wie es irgendwie geht. Weiter, 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 weiter. So, und jetzt, und wenn du ihn jetzt rausziehst, jetzt kommt er auch vorbei. Siehst du? Ja, ja, Jetzt passt. das passt jetzt. Also kein Problem. Und er quietscht nicht. Nein, der quietscht überhaupt nicht. Das ist wunderschön. Der gleitet. Er gleitet. Ein Alphatronics. Ein cooles System im Fernseher, denn wenn man mal so Netflix gucken will und hat so einen kleinen Fernseher dann und ist dann zu Hause so einen 4 Meter Beamer gewohnt, Luxusprobleme. Luxusprobleme. So, kommen wir mal zur Küche. Ja, Ganz andere Küchenanordnung diesmal. gut. Gut. Was hast du? Mach mal Licht an, ein bisschen. Jetzt wird es ja schon dunkel. Ha, jetzt habe ich dich. Wieso? Weil du noch nicht das Hauptschalter mal anmachen. den Hauptschalter noch nicht. Ist So, der hier? Ja, ne? der ist da. So, lass mich mal gucken. Da. Ja, sehr schön. Das hab Ich ich zeige mal ganz kurz. Hier oben ist nochmal die Victron Energy Bedieneinheit mit drin. Hier haben wir die Alde-Heizung. Da ist der Batteriecomputer. Der Gasfernschalter. Das hier ist die Gasanzeige für den Tank, den Festtank, Gastank. Und natürlich Wasserstände und Co. Küche. So, das Licht leuchtet. Genau. Also eine schöne Ablagefläche diesmal rechts. In der Mitte haben wir dann die geteilte Herdplatte, Gasherdplatte. Auch wirklich schön. Praktisch. Viele Arbeitsfläche. Da steht jetzt hier so ein Obstkorb. Klar. Allerdings, Den kann man natürlich hier auf das Sideboard jetzt dann guck mal, stellen. ist das Obst echt? Was du das? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, aber ja, Ist echt? Ja. Cool. die haben hier wirklich echtes Obst Wir hingestellt. sind in Bayern. Da ist
Bei übrigens der Freistaat, sind wir gerade am Film, den uns freundlicherweise die Autos mal zur Verfügung gestellt haben für Filmarbeiten, die auch einen eigenen Kanal haben, der Freistaat TV. Genau, ich glaube, freitags kommt immer ein neuer Film bei Ihnen auf den Kanal. Oder mehrere, wie auch immer. Ja, große Spüle. Genau. Koreanenfeld. Hier sieht man die Kaffeemaschine, das kennen wir schon. Etwas andere Anforderungen. Ja. Und da ziehst du raus. Stecker mit drin. Genau. Dunstabzug ist direkt hier oben drüber. Elektrisch. Und jede Menge Stauraum. Hier sieht man also auch die Scharniere. Und Gasdruckfedern, alles. Also Stauraum satt. Natürlich last but not least das Allerwichtigste. Die ganzen Schubladen. Stauraum für Töpfe, Pfannen. Geschirr haben wir ja meistens oben. Dann Besteckkasten. Für, weiß nicht, Zutaten, was auch immer, was man mitnehmen möchte. Und aber, wo ich ein großer Fan bin, natürlich die Spülmaschine. Die darf bei mir nicht Genau, wenn die mal rausziehst, den Korb, Klasse. das passt alles rein. Also nicht ganz so groß wie zu Hause, aber ausreichend. Vielleicht der ganz große Pizzateller, der passt nicht mehr rein. Ja, ob den viele dabei haben, weiß ich nicht. Ich habe einen dabei. Das ist mein Schneidbrett. So, A plus natürlich. Geht auf 230 Volt. Deswegen auch Lithium an Bord. Macht da, glaube ich, Sinn. Tiefe Fächer. Hier hast du dann nochmal die Gasventile drin an der Seite. Was ist eigentlich das hier? Das ist ein Gaswarner. Und was kann man da an- und ausschalten? Du kannst ihn wahrscheinlich anmachen. Mach mal an. Das könnte aber auch... Ah nee, Quatsch. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Es ist kein Gaswarner. Es ist wahrscheinlich ein Temperatursensor und die zentrale Klappensteuerung. Damit kannst du auf und zu machen. Mach mal. So, jetzt ist wahrscheinlich zu. Du meinst jetzt für hier? Ja. Ja, jetzt auf. Mach mal zu. Jetzt ist zu. Tatsächlich. Mein Gott, haben wir das jetzt in wie vielen Autos haben wir das jetzt vergessen? 2? 3. Hat es auf jeden Fall. Also eine Zentralverriegelung für die Klappen, wenn ich losfahre. Genau. Das ist praktisch, oder? Das ist doch super. Ey, ich meine, ich dachte schon, das schließt ja schon so alleine, ne? Aber Jetzt ist auf. Nochmal. Und so. Das heißt, also ich muss mir keine Gedanken machen, dass die Klappen irgendwie rausfallen während der Fahrt. genau. So, die Arbeitsplattenerweiterung. Ja, genau. Die hatten wir hier auch noch. So, jetzt erweitert die Platte komplett. Das finde ich super. Das haben sie echt so, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Und ich komme trotzdem noch durch. Wenn ich mich ein bisschen durchzwänge, mach mal. Genau, und das Schöne ist, dass es halt auch abgerundet ist, an der einen Seite zumindest. Klar, das geht nicht anders. Also beim Rausgehen, wenn du also deinem Mann was servierst, dann hast du noch keine Schmerzen. Aber Genau. beim nächsten Mal landest du dann auf der Ecke. Genau. Aber man kommt ja durch. Also sagen wir mal, Ja. wollen es ja nicht hier anstellen. Genau, man kommt durch. Mach mal zu, die Verriegelung. Ist schon, ich habe die jetzt offen gelassen, oder? Okay. Nee, mach mal zu, Verriegelung. So, und jetzt probieren wir das Ding oben rauszuziehen. Das auch geht, meinst Ja, ob du? das auch geht. Warte. Das geht noch. Ich muss gucken, ob ich... Doch, Ha. das geht. Aber das ist auch sehr schwer. Das geht schwer, ne? Ja, ja, da musst du wirklich bisschen die auch hier drunter friemeln und das rausziehen zu können. Die Okay, also du meinst, es geht nicht von allein auf. Die Platte ist schwer. Gut. Das mache ich aber auf. Nicht, dass der nächste Gast hier das Ding rausrobbt. Ja, Tech Tower. Da ist er, Dometic, zweiseitig zu öffnen. So. Spätestens 2025 wird keiner mehr darüber reden, dass man Kühlschränke jetzt von beiden Seiten öffnen kann. Aber für viele immer noch ein Novum, denn einmal von der Schlafseite kann ich meine Pizza rausholen. Nein, das ist Eis. Ja, da ist ja ein Eisfach jetzt, aber oder meine Limo von der anderen Seite. Nachteil ist, der hat etwas weniger Volumen und der Backofen hat keine Oberhitze mehr, keine Grillfunktion. Ja, da würde ich auch eher so die Mikro
Mikrowelle mit Grillfunktion wählen wollen. Nein, warum nicht? Gas. Bei Gas geht das nicht dann. Nee, der Vorteil ist bei Gas, du hast eine hohe Verfügbarkeit, eine hohe Energiedichte. Ja. So eine Mikrowelle mit 2 kW oder, weißt du, die zieht dir die Batterie halt schnell leer. Wenn du da mal eben so die Lasagne machst, 14 Minuten, du wunderst dich. Lasagne dauert 40 Minuten, glaube ich. Aber nicht in der Mikrowelle. Eine Mikrowelle habe ich noch nicht getestet, muss ich gestehen. Die schmeckt auch nicht in der Mikrowelle. Ich weiß nicht. Okay. Tür. Wo könnte die Tür sein? Ja, ist klar. Die Klotür ist die Tür. Einmal zu. Und ja, ein Bad. Diesmal wieder mal eine andere Ausführung. Ein Eckbad. Aber ausreichend. Ja, das mit der Ecke, das hatten wir, glaube ich, bei dem letzten Modell. Ja, hat man auch. So ähnlich. Waschbecken aus Korean. Stauraum hier unten. Gut, wir sind ja hier auf der Liner-Basis Iveco. Also wir reden ja nicht mehr von Fiat Dusche. Ducato. Große Dusche mit der Marlene, die Dem schwenkbaren Regenduschkopf. für große Leute, die sich auch noch benetzen wollen. Genau. Und was wir ja in einem anderen Bus ja schon feststellen durften. Unsere Komfort-Zuhalteverschließungen. Ja, damit kannst du es wirklich arretieren und da bewegt sich dann nichts mehr. Ne? Also während der Fahrt ist dicht. Wahrscheinlich patentiert. Finde ich super, hab ich noch nie gesehen. Mach nochmal auf. Also hätte ich es nicht gesehen in dem einen im geschlossenen Zustand, wäre ich nie dran gekommen. Wenn man das auch noch so schön parallel stellt, dass man die verschieben kann. Geil, krass, oder? Nee, nein. Einer hat es mal gemacht. Genau. Gibt auch Leute, die dann sagen, guck mal hier, das hier ist so schräg, das ist aber schlecht verarbeitet. Ja, so ungefähr, genau. Nee, aber man kann das einstellen, wie man das wünscht. Links, rechts, nach oben, parallel. Denke ich mal. Ne? Also ja, kannst du auch so machen, wenn du möchtest. Ja. Oder hoch. Ja gut, das ist ja direkt das Gleiche. Nee, hoch. Wenn ich jetzt ganz groß bin. Ja, wenn du größer bist, klar. Oder quer. Mal quer. Hab ich ja schon. Nee, quer so. Quer rüber wieder, dann Ja, so auf. so Genau. 90 Grad oder 45 Winkel ungefähr, ja. Komm, jetzt ist gut. Ja, jetzt haben wir wirklich alle Varianten durch. So, hier vorne diesmal ein ganz anderer Einstieg. Ja, wir haben ja auch nicht mehr die komplette Treppe, die geöffnet werden kann, sondern nur die kleine Ecke. Ist noch ein bisschen Stauraum drin. Großer Schrank. Dann der Schrank. Eine kleine Stange hier. Darunter ist auch noch mal eine kleine Stange. Das ist schon breit, da kriegst du schon einiges rein, ne? Und dann schauen wir mal, ob unter dem Bett, ich glaube ja, da müsste noch eine sein, die ist nämlich auch geteilt hier. Warte, ich zeig mal gerade das Bett erstmal im Ganzen. Ja. Diesmal ein anderes Bett. Das heißt, der Aufstieg hier über diese Treppe. Ja. Und dort habe ich 2 Längsmatratzen nebeneinander Das ist jetzt 80 Mal. über die komplette Breite. Nee, das da sind, 280er meine ich, oder? das da sind 2 Meter Oder sind mal. das 90er sogar? Genau, Da? genau, wenn du mal 2 kurz Meter. drauf mal gehst, zeig mal gerade, wie du einsteigst. Also da hoch, Popo rein und dann drüber ziehen. Wenn du dich mal hinten mal quer legst, will mal da was probieren. Ja, ob das geht. Da ist ja jetzt noch 1 Meter Platz hier links. Also du könntest noch einen Schritt weiter nach unten rücken. Mach mal. Zum anderen Fenster hin. Krass. Also hier könnten auch theoretisch 4 Leute schlafen. 4. Ich glaube, die meisten wollten nur zu zweit. Aber ich habe jetzt hier den Vorteil, dass der Einstieg, ich muss also nicht übereinander krabbeln, sondern ich kann tatsächlich so einsteigen, dass der eine von der einen Seite, der andere von der anderen Seite und habe nichts in der Mitte dazwischen. Ja. Ganz praktisch. Also ein großes Bett, in das ich aber reinkrabbeln muss. Das muss man wissen. Ja, das muss man wissen, ob man das möchte. Ne? Aber man hat natürlich einen anderen Liegekomfort, man hat nochmal eine ganz andere Liegefläche. So, Thermostat mit drin. Das ist hier unten in der Ecke. Heizungsthermostat. Da ist der Fernseher zum Rausziehen. Schon ab hier, ja, das Safe ist auch wieder hier drin. Der Safe ist drin. Mit Bartschlüssel, also das nix hier Elektronikschloss mit draufkloppen und geh auf. Genau, wenn du mal kurz rauskommst. Ich will nur mal schauen, ob es tatsächlich da drunter. Kleiderschrank. Ja, aber hier, guck mal, immer Das ist geteilt. Geteilt ist. Indiz dafür, dass das Da ist der Griff. aufgeht. Ja, das ist
schauen, ob ich das schaffe. Es ist ja mit der Folie noch, Da ist der Kleiderschrank. oder? Da ist das Loch, da kommen die Hunde rein. Ja, man könnte vielleicht noch eine Stange ergänzen, aber Guck mal, man da hat vorne ja, sind auch noch mal schon Schrauben drin, siehst du? ja, Da könnte man eventuell was reinmachen, aber ich denke, eine Stange kann man auf jeden Fall hier reinmachen. Oder halt, man hat richtig viel Stauraum, ja, der drunter ist. ganz normalen Stauraum einfach für irgendwelche. Vielleicht, wenn man Winter- und Frühjahrswar Kleidung tauschen möchte. Da war auch ein Kleiderschrank unten, oder? Drin deponieren möchte. Genau. War drin. Ja, dann hat man unten die Winterware, vielleicht hier Herbst, Frühjahr, je nachdem, weiß ich nicht. So, ganz wichtig, die Toilette. Hier ist noch ein großer Spiegel. Jetzt sehe ich mich komplett. Und jetzt habe ich ein Raumbad, denn die Tür ist jetzt zu. Hier ist die Toilette, wo ich mich auch einschließen kann, schön alleine mein Geschäft machen kann. Genau, mit kleinen Schränkchen noch. Also hier haben sie auch wirklich nochmal alles genutzt. Jeder Quadratzentimeter. Und hier haben wir ja unseren Toilettenpapierhalter drin. Oh. Ja, echt. Ja, das hatten wir mit dem anderen auch. Und hier ist auch noch die WC-Bürste. Versteckelt. Die wurde nicht vergessen. Nein, die Da ist ist die versteckelt. Heizung. Finde ich persönlich super. Warte, ich gehe mal kurz hier drauf, dann kann ich mal gerade mal die Gesamtsituation zeigen. Da ist die Toilette. Mach mal zu, die Tür, die Toilettentür. So, kannst du zumachen, kannst dein Geschäft vollrichten. Jetzt kann man hier rausgucken. Ich sehe schon das Ende kaum. Da ist übrigens das Fernsehgerät, das man einfach seitlich rausziehen kann. Sehr weit sogar. Komm mal raus. Dann zeige ich mal gerade hier nochmal die komplette Liegelandschaft, wie sie hier aussieht. Das ist dann der Blick von der einen Ecke nach unten mit einem riesen Bett. So, jetzt ist der Schrank hier drin, Marlene. Hier die Tür, wenn du mir die nochmal zeigst, die kann ich zumachen. Machen Sie mal nicht ganz zu, weil da unten liegen noch meine Beine. Aber das sind die Magneten. Ja, meine Freunde. Vielleicht gibt es da einen Trick. Vielleicht gibt es da wirklich einen Trick und ich muss mir das einfach mal noch erklären. Na, das hat ein bisschen Schmackes. Ja, ich will die Beine abtrennen. Genau, also. Und dann kann man den zumachen, kann sich dann vereinzeln. Ja. Genau, mach nochmal auf. Ah, weißt du, was der Trick ist? Wenn du stehst, kannst du die Tür nicht ganz zumachen. Da ist nämlich ein Widerstand, der da ist. Das heißt, das war die Transport. Wenn du es nochmal kurz aufmachst, jetzt geht's schwer. Ja. So, und jetzt, wenn du es nochmal zumachst, da ist so ein Widerstand, es geht nicht ganz zu. Merkst du? Genau. Und dann kann man die eigentlich so auflassen. Dass sie also praktisch während dem Stand leicht aufgeht. Das ist Genau. nur für den Transport. Genau. Verstehe. Und jetzt ist sie ganz zu. Okay. So, großes Heki. Da oben ist es zum Kurbeln. Und da ist die Fernbedienung von der Saphir Komfort RC, denn hier ist eine Unterflur-Klimaanlage von Truma eingebaut, die wir unten gesehen haben. Mhm. Ja. Prima. Da unten ist noch ein, unter dem Waschbecken, wenn du mir das nochmal zeigst, von der Sicht nochmal gerade, also großer Schrank mit drin und das Waschbecken nochmal gerade öffnest bitte. Oder oben die Schränke. Dann haben wir da, ja, dann sieht man es ein bisschen besser, weil ich nur von der Seite reinfilmen konnte. Ja. Also großer Platz, großes Bad mit einzelnem Toilettenbereich. So, Abmoderation. 43 Minuten waren es aber wert, denn das Fahrzeug muss gezeigt werden. Vielleicht ein kleines Detail. Hier hat man Revisionsklappen. Da kann man an die Tanks ran. Das ist also auch ganz praktisch zum Auswischen, Sensoren reinigen, was auch immer. Man kommt dran. Okay. Und das Ganze hat natürlich auch einen Doppelboden, ist dann quasi eine Heizung im Boden drin, wenn man so möchte. Der Boden heizt sich mit auf und da sind dann die Auslässe, wo die Luft dann zirkulieren kann. Prima, komm mal mit. Der Flair 920 EK, das sind die Daten. Ich hoffe, Sie können sie lesen.
Fahrzeugpreis, wie es hier steht, 272.150 und das ist die Ausstattung dazu. Mal kurz eine Detailaufnahme, das sind die Busspiegel, die drin sind und das ist nochmal das Gesamtensemble mit Marlene und dem 920 EK. Wir filmen heute bei der Freistaat in Sulzemoos, Caravaning und More. Und vielen Dank für die Bereitstellung der Fahrzeuge. Tschüss Marlene.